Okay, dann, Chat, gucken wir uns vorher noch ein nices Video an, was ich rausgesucht hatte, und zwar... Nee, das habt ihr rausgesucht, das war in Videovorschläge. I stayed in Japan's biggest hot spring versus abandoned ghost town. Ich interessiere mich da eigentlich eher für die japanische Geisterstadt, weil ich sehen möchte, ob man da hinfahren kann und vielleicht einen IRL-Stream aus einer Geisterstadt kicken kann. I feel like we've driven into a real-life horror film. Yeah, there's no phone signal, because of course there isn't up here. Oh my god, there's a face on the ceiling. What is that? Why have they done that? Chat, was macht ihr, wenn hier einfach so ein Kopf rausspringt? So ein japanisches Geistermädchen mit so schwarzen langen Haaren. Und dann macht die so... Was macht ihr dann? Naja, was soll ich da machen? Ja, sag mal, Tom, was machst du dann? Weinen. Furzen. For over 600 years, the Moai heads of Easter Island have loomed large over the people of this island. A majestic, fantastic presence haunting. Chris, are you trying to convince them that we're in Easter Island? Wait, das ist Abroad in Japan? Das ist der, gegen den Kevin geboxt hätte? Well, we're in Miyazaki, Japan. Ah. And this is Wacky Weekend. Wacky Weekend. Chris and Connors Wacky Weekend. Yes, we're here in Miyazaki. We're about to go on a road trip across Kyushu to the biggest onsen town in all Japan, Beppu Hot Springs. Oh, great, I get to go in a bath again on camera. Da gehe ich hin, Chat. Too based. But I've always wanted to go to Beppu and do a video there. Honestly, I do want to see the Da gehe ich hin, Chat. in real life some point in the future. But these ones are actually approved by the elders of Easter Island. They've given it the sign-off, right? Yeah, there's a UNESCO World Heritage sign all around here, just in your face. So it must be good. But what I like is the original Moai statues, right? They were made to commemorate the leaders of the island. And the bigger the statue, the Geil, wie nice das da aussieht. Lavastadt. Rolled in on bits of wood by 150 people. These ones were shipped in by crane. There's a big photo of them being dropped in by crane. Take some of the magic. Okay, Chat, aber was glaubt ihr? Die Originals, die wurden mit dem Kran dahin gebracht, okay? Aber was glaubt ihr, wie sind die dahin gekommen? Das ist einfach, wie? Aliens, AOT, Bad Jam, UFOs, die sind dort gespawnt. Getragen. Okay, du meinst, dass das hier jemand tragen kann? Wie soll das hier jemand tragen? Selbst wenn da 100 Leute drunter sich stellen könnten, das reicht doch nicht. Sklaven. Getragen von Aliens, ach so. Ah, okay. But anyway, we came here for a road trip, so What's first on our list, then? we are going to a beautiful Drumherum geschnitten. abandoned village. Your favorite Connor. Let's go! Das könnte ich mir am ehesten vorstellen. Miyazaki is an often overlooked region, given it's on the quiet southeastern coast of Kyushu. But it's a place that punches well above its weight. Coming up, we taste Miyazaki beef. W, Kyoto, Dankeschön für 5. Japan's most Vielen, vielen Dank, Mann. Desperately attempt to catch our lunch out of a literal drain pipe. I can't get them in time. It's yours. Oh, Chat. Man kann hier so Nudeln aus dem Wasser so rausfischen. Die kommen zu einem geschwommen. Catch our lunch out of a literal drain pipe. I can't get them in time. Das ist ja voll geil. Dann spuckt der was rein. Okay, in Deutschland wäre das tatsächlich so. Wenn du sowas in Deutschland machen würdest, hättest du den Glip von irgendwem anderen da rumfliegen. Aber in Japan bist du dir halt safe, dass das niemals passieren würde. Niemals. Stressful dining experience I've had in 10 years. Kenn ich schon von TikTok. Na gut, Hirnfrost, dann skippen wir, ne? I nearly get tossed overboard by Captain Connor in the ethereal Takachiho Gorge. No! But in many ways, this road trip north to Beppu Hot Springs is all a bit of a smoke. Wow. Because the real reason I've planned to take us to Japan's largest onsen. Digga, wie geil sind seine Videos auch produziert. Und der fliegt da mit einer Drohne. Home to the Dinosaur Love Hotel that I've so sorely wanted to visit for almost a decade. Warte, was? Es gibt ein Dinosaurier-Love-Hotel-Chat. Costumes. That I've so sorely wanted to visit for almost a decade. Imagine Jurassic Park, but far sexier. Jeff Goldblum. Up dolls forever. Connor is gonna love it. Da gibt es Dolls, Chat. Da kannst du dir eine Doll mit ins Zimmer nehmen, wenn du keinen Partner hast. Ain't no way! Ain't
way! Despite being ranked as Japan's happiest prefecture in a survey in 2021, that still hasn't stopped Miyazaki suffering from the same depopulation issues faced by more We go in there, in the Chad! country. So desperate is the situation in 2020, incredibly, the local government offered payments of 1 million yen to entice families to move here. But to see where Yo. it's heading, I found a so-called ghost Würde ich route sofort that machen. illustrates this Oh. trend. Although to get to it, we've got to drive into one of the most isolated mountain regions in all of Kyushu, down a precariously narrow, disused road. Not that I've told our erstwhile driver, probably best he doesn't know what lies up ahead. I don't know where we're going, Chris, but if you can see in front of us, the roads are so tiny and we're going in the mountains of Kyushu. Where the fuck are we going, Chris? I'm glad Connor's driving. I'm navigating. Go straight, Connor. Go straight. Such great navigation, Chris. What would I do without Die Guys sind total nice, Alter. Macht er immer noch so geile Videos? Das ist ja richtig nice. Trinity, Dankeschön für den Gifted Sub an Head Empty. Vielen, vielen Dank, Trinity. So we've got more into the mountains, and Google is insisting that this is a road. But Look at this! Hairpin That's not a road! No! What the fuck is this? Oh! It's so narrow. This is insane. Ach du I Scheiße. really should have got the full insurance policy. It was only another 500 I need yen. a fucking life insurance policy as well. You're a wanker. Aber wie soll man da vorbei? Nee, eher die Frage, wie sollte ich da hinkommen ohne Führerschein? Ich sehe mich da richtig auf so einem Golfkart hinfahren. Joggen. We go up here. Careful. There's a drop there that would be a game-changing. Der Fußbus fährt immer. Also ja. Wording death. Wenn ich da lang gehe, Chat, wenn ich irgendwo wandere, Chat, ich sag's euch, wie es ist, aber ihr müsst das mitmachen. Ihr müsst euch für zu Hause so ein Laufband bestellen, okay? Und wenn wir wandern in Japan, dann müsst ihr euch darauf stellen, den Stream gucken und tut so, als werdet ihr mitlaufen. Ja, das werdet ihr machen. Ich werde nicht der Einzige sein, der sich da bewegt. It's gonna change the game of death, quite frankly. Mach ich for real. Seht ihr? Dave ist schon dabei. Horror film. Yeah. This is there's no phone signal, 'cause of course there isn't up here. So we're fucked. Danke, Cody. Vielen, vielen Dank für den Prime. Dankeschön, Mann. No wonder it's fucking abandoned. Why the fuck would anyone want to come up this road? No one wants to come up here. This sucks. After 45 minutes driving down something that used to be a road, it finally comes to an end in a desolate clearing. And so, leaving the safety of the car behind, we proceed the last kilometer. Ich kaufe euch das Laufband, Chat. Schreibt mir einfach euer Paypal, ich hau's rein. Nicht ernst gemeint, bevor mir jetzt jemand euer Paypal schickt, bitte. How do you Nicht ernst gemeint. feel about driving back, Connor? I'm not driving. You're driving back. No. Zu spät. You would drive down. Yeah, but you've got Habt ihr eine Rechnung geschickt, Nick? You've done it. You know where the No. rocks are. You know it's like you could do it with your eyes shut. No, you can drive back. I Nah. think that's fair. Don't you think that Chris should drive back, viewers? No. Type yes, Chris should drive back. Time fuck off, Connor. If you're with me. Digga, da ist ja nichts. As we head deeper into the forest, suddenly, through Holy. the dense foliage, we spot the outline of a crumbling building on the edge of what was once the village of Slabi. Ich schick dir meine IBAN. Käsetoast, schick noch mal hinten diesen kleinen Pin mit, ja, der da hinten auf der Karte ist. Den braucht man bei Überweisung immer. Warte, hab noch PS5 dazu gepackt. Hoffe, das macht nicht. Nee, ist natürlich okay. Käsetoast, schickt ihn rein. Der ist dreistellig, du Vogel. Nein. 90, Dankeschön. Vielen. Jetzt hör auf, den reinzuschicken! Wenn man das hat, dann kann man sich mit deiner Karte einloggen. Oder man kann Abbuchung eingeben im Internet. Insane. Hopefully the drone Sabuka shots Village, can give it some sort of 200. context, how deep into the mountains. Da lebt And the einfach. footage of the car Wer? going down the road shows you how difficult it was to get here. So to stumble across like a brick wall and what appears to be a town emerging from the woods, it's very eerie. It's very, very eerie indeed. Ja, nee, okay. Also spätestens wenn ich das sehen würde, würde ich wissen, wir sind verflucht, Jet. Wir sind verflucht. Definitely not unsettling at all. Don't know what the meaning is behind it, but even Look if at someone's just doing it to play a prank, I don't appreciate it. You know how some Jet, ihr könnt mir gerne eure Bankdaten per DM schicken und ich check mal, wie sicher eure Daten sind. Das macht Kroko wirklich. Ich habe denen das auch mal geschickt und der hat mir dann halt gesagt, ich muss hier und da noch Überweisungen tätigen. Die waren so im 7-, 8-stelligen Bereich auf ein Kontonamen, was in Wien ist, also ein Wiener Konto. Habe ich dann gemacht, aber seitdem wirklich verdiene ich 10 Euro am Tag durch ein Schneeballsystem. Das ist richtig nice.
you know, like some berries don't look poisonous. This one Das sind 300 Euro im Monat. What is I that? don't know. I don't know where it's growing from. Really bizarre. Connor's just found his accommodation. Connor lost today's challenge, so we put him up in a nice 5-star hotel. That's really unpleasant. It's odd, really. It looks like it was like a rush to evacuate. Not Junge! progress. I mean, there's so much stuff. Das ist so creepy da drin, Chat. Oh, ich hätte richtig Angst, dass ich da irgendwas, It still looks better than Connor's so apartment. Knochen oder so finde. Japan's ghost villages are rapidly becoming more frequent, given the depopulation of the countryside. A survey in 2018 revealed there's currently around 8 million. Okay, Chat, wenn ihr euren Job satt habt, meldet euch gerne bei mir, dann könnt ihr egal wo und egal wann euren Business hasseln. Komplett egal. Kroko? Na dann. Gut. Weiß ich, an wen ich mich melde, wenn ich mich wende dann, ja? Dann steht dann auf eurem Businessplan, steht dann so, heute musst du noch 30 League-Runden spielen. Empty homes across the country with a rural vacancy rate of 16%, the highest in the developed world. Ey, Lea, sorry. Sabukawa was once home to 200 Dankeschön. villages working, perhaps unsurprisingly, in forestry, as well as the cultivation. It was fully abandoned in 1989. Just 13 people lived here, and the local Kuss. government assisted Kuss, in Kuss. relocating them to better connected towns. But despite being abandoned for over 30 years, there's still signs that the former residents occasionally Wow, okay. return to the place they once called home, whether it's a cup of fresh sake or Ja, Chat, also guck mal. Wenn man da reingeht, da hört man Stimmen. 100%ig. on the village shrine, or a mysterious chair that looks somewhat out of place. Oh my god. So this chair, look at the rug. It's not stained, it's not dirty. It actually looks really clean. Da saß jemand, Chat. And given where the chair's positioned and where the rug or carpet is, it's almost as if someone's come back here and they just sit down on it casually and remember the good old days. And oh my god, there's a face on the ceiling in chalk. That's not creepy at all. Vor allen Dingen, wie ist das gezeichnet? Ein normales Auge, dann so eine Nase, kein Mund, denn der Mund ist auf der Stirn und ein Auge, was schräg den Kopf runtergeht. Ja! Also, Chat, wenn ich da wäre allein, ich würde mir so in die Hose koten. What is that? What is that? Why have they done that? Oh, that's a bit unsettling. Das ist creepy as fuck. Chalk face. Zipfall, danke für 13. Vielen Dank. Looks brand new. Fishing rod right here. I feel like someone does come back here and they remember the good old days of coming to school here. Maybe. Do you think I'm onto something, Detective Chris? There's no way this rug exists, and it's been there for years. No. It's far too clean. Someone's either so cleaned it or they heftig bought a new one. Moxino auch, Dankeschön für dein Tier 1. Vielen Dank für deinen ersten Sub. And the Danke, drone Mann. went up over the forest, pointed down, and you couldn't That's see crazy. anything. The only buildings we could see had basically blended in with the trees. Right, they've become almost a part of the forest. It's quite impressive. I thought when you said town, it was going to be like 3-4 houses max, but it seems to be like it was kind of a bit much bigger size than that. This sort of thing, this is going to be far more common going forward as people move to the cities and leave the countryside behind. So you're driving, right? I mean, you've got a lot of experience, Connor. You drove up here. You know how to do it. You know. No. Back to civilization, and our next stop is Miyazaki's most celebrated attraction, the fairy tale backdrop that is Takachiho Gorge. But before we hop on Da the boat, seh ich we're mich. a little bit peckish. Lucky for us, there's a nearby restaurant serving up the local specialty. Just as the waterfall at Takachiho flows, so too Oh, geil! literally down a bamboo drain pipe. Das ist ja so nice. Food. Oh my god. Get it, Connor. Easy, bro. Oh, I got my phone. Fucking hell. Oh, he puts it back in! What they also have are noodles coming down a pipe in a little river. Oh shit! You got a fight. Hold on. Oh my god. Shut up. Wahrscheinlich ist das so, Chat, dass das nicht in so einem Kreis geht, sondern dass die Nudeln, die nicht benutzt werden, dann wieder rausgefiltert werden. Kann ich mir so vorstellen. Shut up. And then you take the noodles off, put them in here, drop them. Interception. Boom. That's how you do it, boys. What I like is I can stop Connor from eating because I can get to the food first. As it gets to me, That's your turn. snatch it out. It's your turn. Oh shit, It's your shit, turn. shit. It's your turn. They're not fucking about here.
the most stressful dining experience I've had in Egal, wo das ist mir egal, ich werde da hingehen. Ist mir scheißegal, wie lange ich da fahren, riden, gehen, joggen, laufen muss. Da werde ich sitzen und essen. This is wacky. This is wacky in a shit way. I don't like this. I can't just have my noodles. I'm eating. Quick, Connor. What a mess. This is too many noodles as well. Can we stop? Stop selling noodles. This is a joke. This is like survival of the fittest. If you can't use chopsticks, it's game over. You can't eat, you just can't have your dinner. I will say, it's a cool concept, but man, is it not fun. It's just, you're just kind of like trying to get your food. Digga, du musst dann auch angeln einfach. Digga, du hast so Hunger und du musst die ganze Zeit versuchen zu angeln und warten. For lack of a better word, it's gorgeous. You can't put that in. The end of the video. No. Connor referred to it as nature's bidet earlier. Of course he did. There's always a toilet analogy somewhere, no matter how beautiful, no matter. Jen, wenn wir sagen wir so jeden zweiten Tag oder wenn wir so ein paar Tage in Japan so richtig nice IRL-Streams kicken, meint ihr, das hat richtig krasses Potential, so funny und entertaining zu sein? Ich würde sagen, das wird Peak. Ich glaube, das wird richtig goated, diese Streams. So durch Japan die ganze Zeit irgendwie kompletten Scheiß machen, Sachen zu erleben, so, keine Ahnung, mit Mario Kart durch Akihabara fahren oder so. Das wird safe geil. Oder in diese, ich weiß ja nicht, wo man alles filmen kann, das muss ich auf jeden Fall auschecken, aber ich glaube, das wird richtig, richtig los. Macht jeden Tag von mir aus. Ich sag so, wenn das da klappt, dann ja. Mein Setup an sich, wenn das ankommt, muss ich es einmal ausprobieren. Ich muss einen Server noch buchen. Aber das Internet in Japan wird safe stabil sein. Da mache ich mir gar keinen Kopf. Das wird immer stabil sein, das Internet dort. Da mache ich mir keinen Kopf. Hauptsache ist nur, dass die Verbindung zu Twitch gut funktioniert. Also actually, Chat, sind es noch 12 Tage, bis ich da bin. Hier fliege ich schon. Das ist einfach nächste Woche. Und vorher, hier, bin ich sogar noch in Frankreich und teste das neue Tekken. Aber hier fliege ich. Und am Montag kommen wir an, da kickt Jetlag wahrscheinlich in. Ich würde wahrscheinlich am 28. und spätestens am 29. den ersten Stream kicken. Ich glaube, das wird krass. Jackson, Dankeschön für 19. Vielen, vielen Dank. Ja, und hier, Jet, ich habe jetzt mein Hotel gebucht. Ich kann euch ja mal zeigen, ganz kurz, wo ich es gebucht habe. Also, ich glaube, ich habe eine ganz gute Location gefunden in Tokio. Guck mal, ihr seht, Tokio ist relativ groß. Das hier ist alles Tokio. Tokio geht hier richtig weit noch rein, wisst ihr? Und deswegen, gehen wir mal ein bisschen näher ran, habe ich mir so überlegt, normalerweise hängen wir halt viel in Shinjuku ab, in Shibuya, das sind auch Stadtteile, die euch was sagen. Shibuya, da ist diese famous Crossing. Shinjuku ist halt ein krasses Viertel für eigentlich alles. In Shinjuku gibt es das große Kino mit dem Godzilla. Es gibt super viele Shops. Zwischen Shinjuku und Shibuya ist Harajuku, ein sehr bekannter Stadtteil für Street Fashion und sowas. Und hier unten ist Minato, das ist ein Stadtteil, wo Sachen sind, zum Beispiel wie Roppongi, ein Stadtteil, wo viel Party gemacht wird, so das Rotlichtviertel Roppongi. Hier ist Tokyo Central Station, hier ist ein Park. Aber lasst euch nicht verwirren, das ist hier jetzt nicht die Size von Köln oder von Hamburg oder so. Die Strecke von hier bis nach Shibuya sind ungefähr 6 Kilometer, was ihr hier seht. 6 bis 7 Kilometer. Und das ist immer noch der Stadtkern. Wenn man mal rauszoomt, seht ihr, wie groß das in echt ist. Eigentlich ist diese Entfernung hier gar nicht so krass. Aber es ist riesig. Deswegen muss man sich immer Gedanken machen, wo man sich denn sein Hotel holt. Weil du, egal wo du bist, safe noch einen echten weiten Weg hat. Schon das Dave-Video gesehen. Ich hatte eins davon gesehen. Ich weiß nicht, ob er noch eins gemacht hat. Auf jeden Fall habe ich mich für den Stadtteil Minato entschieden. Aber nicht hier unten beim Tokyo Tower, sondern in Akasaka. Hier werde ich die erste Woche in Tokio wohnen. Vorteil ist, es ist erstmal günstiger, als würdest du nach Shibuya gehen. Hier kostet ein Hotel für eine Woche 2.000 bis 3.000. Shinjuku auch. Oder du gehst halt in ein Capsule Hotel und da hast du halt keinen Platz. Das heißt, der Vorteil ist hier habe ich nur 1.000 Euro für ein Hotel bezahlt, in Anführungsstrichen nur, ne? Für eine Woche. Dafür ist es aber relativ groß, sagen wir mal 16 Quadratmeter, kann man mit leben und kann man auch gut machen. Und der Vorteil ist, von Akasaka kommen wir mit 2 Stationen nach Shibuya. Das ist ganz easy. Und mit noch ein paar mehr, mit 4 Stationen nach Shinjuku. Außerdem ist die Central Station nicht weit entfernt. Der Park, der Kaiserpark und auch diese Parks sind nicht weit entfernt. Und Akihabara ist hier oben. Hier ist Akihabara. Oder auch kurz Akiba. Ist auch schon die Hälfte des Weges. Also wenn ihr euch vorstellt, wir wären jetzt sonst in Shibuya oder in Shinjuku, dann hätten wir halt einen viel längeren Weg nach Akihabara. Aber weil wir jetzt schon hier in Asaka sind, haben wir nur die Hälfte des Weges.
Also sehr zentral und vor allen Dingen auch Roppongi zum Feiern oder der Tokyo Tower ist nicht weit entfernt. So sieht der Tokyo Tower aus. Oh, crazy, Digga. Das haben sie ja voll krass gemacht. Einfach den Eiffelturm gejoinkt. Ja, das ist so die Location. Ich kündige meine Streams-Chat immer bei Instagram oder auf dem Discord an. Such dir Hilfe. Ja, Chat, ich habe heute bei meinem Announcement ein bisschen übertrieben, bin ich ganz ehrlich. Meine Damen und Herren, im Namen von Kapitän Niek und der Besatzung möchten wir Sie nochmal herzlich an Bord begrüßen. Wir möchten Sie nun mit den Sicherheitsvorkehrungen an Bord vertraut machen. Richten Sie hierzu die gesamte Aufmerksamkeit bitte in die Flugbegleiter. Zuallererst möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie Ihren Sitzgurt richtig öffnen und schließen können. Ab 16:30 Uhr öffnen Sie dann die Sitzgurt und springen bitte aus den Notausgängen, damit Sie rechtzeitig in Niekbeats Stream landen. Meine Damen und Herren, wir bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Flug. Falls Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an unser Flugbegleiter Tom, Nela, Buck, Pettit, Kevin, Mace oder andere wenden. Mein Name ist Niklas und ich bin heute Ihr verantwortlicher Person an diesem Flug. Vielen Dank. Okay, jetzt wisst ihr, wo ich bin, ungefähr, wo wir streamen und sowas. Ich finde, das ist eine gute Zentrale, es ist auch vom Preis-Leistungs her nice und das ist halt für die erste Woche, Chat, und danach geht's rein in den Süden. Da gehen wir rein, gehen wir raus. So viel dazu. How stunning. It's always a sodding bidet reference, God's sake. With its steep cliffs, emerald green waters... Wie funktioniert das eigentlich mit dem Internet dort? Du kannst dir am Flughafen, ob Narita oder, was ist der andere Flughafen? Haneda. Ob in Narita oder Haneda, ihr könnt euch an beiden Flughäfen einen WLAN-Router holen. Den ladet ihr auf und da habt ihr die ganze Zeit Unlimited WLAN drauf. Und der hat auch immer gutes Internet. Und den hole ich mir am Flughafen. Der kostet, glaube ich, 80 € umgerechnet. 70 bis 80. Und dann habt ihr die ganze Zeit gutes Internet. Den gebt ihr am Flughafen, wenn ihr wieder fliegt, einfach dort ab. Und ihr könnt ihn die ganze Zeit mit rumtragen. Der ist nur so groß, Chat. Den könnt ihr in die Tasche stecken, in die Hosentasche. Ist kleiner als ein Handy. Und damit verbindet ihr dann quasi immer. Und dann könnt ihr ganz normal surfen. Und darüber werde ich dann auch streamen. It's not hard to see Takachihou Gorge's appeal, even if the noodles leave a lot to be desired. And with rental boats at our disposal, it's time for us to sail downriver to get the money shot of the waterfall. But it's not long before I hugely regret my decision to put Captain Connor in charge of our vessel. I won't lie, I'm a little bit worried going on a fairly flimsy boat with about $5,000 Boah, ist schon geil. camera equipment. It's good I've lost some weight, because otherwise it would be like the fucking Titanic going down in the gorge. But, I think with your ego on board, it might happen anyway. I got on the back of the boat and it went bop, and it felt like I was about to go underwater. I'm gonna drive us into the waterfall. No, you're not. Fuck off. I'm driving. Okay, let's get this boat moving a little quick. Hey, sorry, Tom. Sorry, dass deine Familie reich ist. What was supposed to be a relaxing afternoon sailing through a gorge quickly descends into terror on the high seas as Connor plows straight into a bottleneck of half a dozen boats. We've got to sail through the fucking Fifth Fleet to get to the waterfall. Look at how many boats there are. Oh my god, there's a fucking traffic. Crash. Einfach reinfahren. Oh mein Gott, machen die wirklich? Connor, what have you done? It's not me. They boxed me in. Ach, die Mädels da wieder. Die Mädels wieder hier. Also wirklich. We're boxed in, we can't escape when there's like a fucking Perfekt, dann kann waterfall ich in der just Schule in Shibuya Cross Tower deinen Come Stream on, gucken. Connor. Ja, Mann. Yeah. See you guys. Wait. Bin ich gerade dumm? Ja, bin ich. Tokio Zeit. Es sind 8 Stunden, oder? Es ist jetzt gerade kurz... Oh, es ist jetzt schon... Es sind 8 Stunden, nicht 7, weil die Zeitumstellung ist. Naja, nee, da steht 9. Warte. Es ist jetzt 1:45, ich muss rechnen. 18:45, 19:45, 20:45, 21:45, 22:45, 23:45, 0:45, 1:45. Das sind 8. Zurzeit 8. Das bedeutet, Chat, stellt euch mal vor, wenn wir jetzt zu der normalen Zeit streamen nächsten Monat, dann ist es bei mir nachts. Das heißt, wenn ich meine Streams, und ihr wollt ja auch mal das Tageslicht sehen, ne? Oh mein Gott, Chat, das wird so krass. Wann geht die Sonne unter? Tokio Sonnenuntergang. Pff. Digga, einfach jetzt! Einfach jetzt! Jetzt würde die Sonne untergehen. Das heißt einfach, Chat, oh mein Gott. Entweder es gibt nur Nachtstreams oder
wenn ich so um 14 Uhr fange ich mit dem Stream an, dann ist es einfach 6 Uhr bei euch. Ihr müsst einfach um 6 Uhr morgens Stream anmachen. Das wird so rigged nächsten Monat. Digga, das wird so rigged nächsten Monat. Was zum Fick? Rokic, Niekbeats Stream, 6 Uhr. Scheiße. Also Chat, das wird crazy. Alright, we're out of the danger zone. Wow, that looks nice. Believe. It seems I spoke too soon about being out of the danger zone as Connor decides to take us perilously close to the blood. Ja, VOD und Stream-Highlight und so kommen. Auf jeden Fall. Also für alle, die es wirklich gar nicht gucken können, die können es nachgucken. You scared yet, Chris? You fucking no. You no. Absolute dickhead. Went straight into the waterfall. Nothing about this is romantic. This is like a magic, I have to say. Wow. Da Date, Chat. Da Date. Was sagt ihr? Würdet ihr? Having survived Connor's treachery, we hastily escaped to our nearby accommodation, a traditional inn on the outskirts of Takachiho. Time to dry off. Oh, das ist ja so eine nice Location. Ich sag's euch, das ist doch eine Dream-Unterkunft. So eine Airbnbs will ich da catchen, Chat. Stellt euch vor, wir machen hier, und da kann ich auch abends streamen. Aber stellt euch vor, ich stell Cam hier auf, wir labern ein bisschen in Japan, ich zeige euch so ein bisschen die Crib. Und das sieht so einfach aus, das wäre richtig geil. Takachiho, home to Japan's most famous gorge, and this is where we're staying tonight. This most beautiful, kind of like a house. It's a ryokan, a traditional inn, but you get your own little house with a bath and various amenities. And Connor. Das Nice ist, da kann ich halt auch baden im Onsen. Mit Tats, weil es ein privater ist. Who's in here is going to give us the grand tour. Little pigs, open up. Sorry, are you wealthy enough to be here? You know, this isn't fine. This is an establishment. I'm sorry, we can't allow. No. This is, quite frankly, one of the Wow. best I've ever Wow. stayed in. This is one of the nicer rooms. Wow, we've done a fair few unlucky weekends. Let's start with the best part of all. Toilet. Right. Why is it good, you might ask? Watch this. Boom. It's premium. It's Premium. to go inside. I just refuse to lift light plastic. You will never catch me lift. Oh, Chat, das habe ich ja ganz verdrängt. In 2 Wochen kriege ich endlich wieder einen Wasserstrahl in meinen Arsch reingespritzt. Das wird so nice. Catch me lifting. What I like is this Beauty and the Beast. It's like when the petals fall, Connor will turn into the Beast. Gotcha. Das ist das Beste, Chat. Das ist, Chat, das erste Mal, wenn ihr das macht, dann denkt ihr so, oh, was ist, oh nein, oh, was ist das? Und das zweite Mal so, lässt du es geschehen? Es ist so, oh. Und das dritte Mal ist, woo! Should we start with the main room? Start with the main room. So, right away you'll notice. Ist so geil, ich freue mich da so drauf. For real, it's quite rare. I mean, I noticed that. You're like, wow. Also, amazing view, of course. It's got a bit of a Kyoto vibe to it, hasn't it? Yeah. True. Sort of the patio where you can sit here and enjoy the view. Nimm das mit in den Vlog rein. Okay. Okay, ich mach's. Rocco. You just want to get away for the weekend. And, you know, typically you only spend one night. So this is kind of the perfect tranquility that you want to get away from it all. Get away from that Tokyo city life, Sendai, you know. Absolutely. They've done such a good job incorporating like the outside nature into the room. So not only have we got the door there, but like this window, this shoji sliding door over by the beds, you can see the leaves in the trees, the sort of the shadows dancing in the window. It's beautiful. Really nice room. We've seen the main room, we've seen the bathroom, and now it's time to see the wet room. They've spared no expense in this changing room though. Look, they've got the Dyson mega fucking hairdryer from the future as well. So that's pretty cool. But Dyson shit. from the changing room, we go down these stairs and into the shower room. With a Das ist schon sehr Luxury für eine japanische Crib. Real Talk. Das ist schon sehr Luxury. Oh, was? Digga, die Dusche spricht mit dir, oder was? side. And once you've washed, you come into the bath to see a horror show. Boah, da, Junge. Bath like this. Geil. What do you feel? What do you think? Tranquility. Perfection. This is the best band. Known to man.
Big glass for a big man. Das ist geil. Das ist ein Vibe, Chat. Das ist ein Vibe. We spoil Sea Dog VA, we really do. Look at him splashing about. I have to get naked on camera to earn this. We're looking at this wonderful I garden. have to break all their bones to try and get out of here. Of what? You can't leave, Connor. Right, off to dinner. Connor finally out of the bath, we head off to dinner at the inn, with Miyazaki's award-winning Wagyu beef on the menu. But is it worthy of the hype? It's an investigation I'm willing to undertake. Gosh, the sacrifices I make for this channel. So guys, it's dinner time, and they've just brought out Sebastian the crab, or rather Sebastian the lobster. Look at the size of that. Connor's having a feast of sashimi before the main event, before the Miyazaki beef comes out. So I've never ever had lobster sashimi before. This is the spiny lobster, not the... Das ist so Food, was ich nicht feiere. Beppu Hot Springs, let's go. Connor's like, Boah, der Vlog ist ultra gut und lang und qualitativ hochwertig. Ich mag das. Ich mag den Vlog. Richtig geil. Der Stil gefällt mir. if I was the other way around, it was Connor's camera equipment, he would be having a fuck. Würde euch der Stil in dem Video von mir auch gefallen? Also ich habe es ja in Afrika schon mal ein bisschen so ausprobiert, aber ich würde actually meine Japan-Vlogs, ne, die professionellen, die einmal die Woche kommen werden, gerne in dem Stil ungefähr auch filmen. So ein bisschen Vlog, aber auch geile, qualitativ hochwertigere Szenen und so. In dem Stil, denke ich, möchte ich auch die Vlogs machen. Fucking field Das ist day. cool. Because Ich mag it's das. like Down the cycling Every thing. wacky weekend, fun fact, a bit of insider info. We use my cameras Danke, for wacky Steven. weekend because Connor hasn't bought any good cameras. But anyway, we're on our way to Beppu now, and it's a beautiful drive. Nein, ich schaff sowieso, mein Cut-Stil ist halt ganz eigener, aber ich schaff sowieso nicht irgendwas, will ich ja auch gar nicht nachmachen. Aber ich meine halt so, ob euch der Stil gefällt. Das ist ja so ein großer Bereich. As we go through the countryside from Miyazaki across Eine vlogmäßige Doku, finde ich richtig gut. Mir gefällt das. Hast du Tipps, wie ein Mädchen anschreiben soll? Hi. Am besten so, Milan. Mach einfach Hi. Beppu has an insane 2,900 hot spring vents, 10% of the total in all of Japan, pumping out an estimated 130 million litres of hot water every single day. And though much of that water heads to the local inns and hotels around the city, the hottest springs are known as the Hells of Beppu, steamy, otherworldly spots, each with their own striking colours and appearances as a result of the varying minerals flowing from the springs. So guys, we made it to Beppu. It's such an incredible city. As you come over the hill, you see the town below and all this steam emanating from across the entire city. Beppu is built on one of the most seismically active areas in Kyushu, and the whole city has 8 different hells across it called Jigoku. And this is one of them, the Umi Jigoku. Literally, Umi means sea, Jigoku hell, sea hell. That sounds kind of weird, but you can see why with the color, that bright blue, cobalt blue. That's because there is a lot of cobalt minerals Du in it. schreibst so Hello there. Und wenn sie antwortet General Kenobi, machst du ihren Antrag. Boah. And some of the other pools Gold. have different striking colours. Like there's one over there that looks like a fucking... Gut, da haben wir schon gelernt, Chat, die sind zu heiß, da kann man nicht baden, weil die sind einfach Lava gefühlt. Köpfe in die heiße Quelle machen. Genau. Over there. I don't know if that's man-made or if that's natural. If that's It's natural. That's insane. How do they do that? Just drill like the tiniest hole and then just let it come out. That's awesome. Holy shit. Yeah, I really want to swim in it. Go on. Really. Get inside. Die Leute, die dieses heiße Wasser entdeckt haben, die sind einfach verbrannt dabei. Get that jacket off. You reckon Aber das ist wirklich Bad Lavastadt, Chat. Das checken wir so aus, es wird so Bad Lavastadt sein. So this one is called the Red Pond, Akike. And it looks a little bit like Connor's bathtub after Connor comes out of it, right? What? Why would it look Connor, like that? Connor's, this is what it looks like. Why is it red? Why is it red? Yeah, why is it red? The minerals. Minerals. Blut. Well, I don't know, someone fucking hid the evidence of the last person they murdered. To be fair, if you were going to get rid of someone, Giorgidani. This looks like someone dumped a bunch of cocoa puffs in an onsen and forgot to take them out. Just turned round. Bring a big spoon. It weirdly does look man-made. If you told me this was from like a Disney theme park, I'd be like, wow, the theming is on point with this section. It looks awesome. Good job. Good job, Disney. Wie in Bleach. Da muss ich jetzt direkt wieder an den Pfirsich denken. Connor's got an obsession with this tanuki. Why do you like him so much? I know there's some cultural significance to it, but why does it have to look like that? POV regrets swiping left on Tinder. One thing worth noting, I don't know if this is because we've been here for too long, this one doesn't smell. Oh, I don't know yeah. if you've noticed that. This one doesn't smell like the typical kind of eggy sulfur smell that the other one did. The iron one absolutely stunk. It's the sound that's quite ominous. It sounds almost like a jet plane taking off, right? The jet turbine. And that's the ferocity of the water blasting out
from beneath the Earth's surface. Honestly, this is one of the few times I don't mind wearing a mask outside. When one of those sulfuric plumes hits you in the face, it's anything but pleasant. Oh. Yeah, it's probably a good thing Connor's not jumping in, given these sizzling springs pumped up from 200 metres below are between 60 to 80 degrees Celsius. Wow. Boiled sea dog off the menu, for now. 60 bis 80 Grad, Chat. So guys, we're at our absolutely stunning ryokan in Beppu. It's been an amazing trip. Because it is so big and the room is so ridiculous, we've got a Guck mal, Chat, das ist so ein richtig traditionelles Zimmer. Man schläft auf dem Boden, auf dem Futon. Du hast hier deine Kleiderschränke, du hast hier so Schiebewände. Das ist ein Vibe. Das ist einfach ein Vibe. Es ist alles minimalistisch, aber diese Tatami-Matten und so, das ist geil. dedicated video to that over on the Christmas Guck mal, channel. richtig, sogar so eine... Check that out. But before you can enjoy the many baths in this room, and there are many to enjoy, we're going to go to somewhere very special indeed, somewhere that Beppu has only Beppu has, and that Wie Todoroki sein Zimmer in UA, alter is a Raven. Dinosaur Love Hotel. There's one thing though. Okay. Because Okay, Chat. 1 in den Chat, wenn ich ins Dinosaur Love Hotel gehen soll. 2 in den Chat, wenn ich das besser lassen soll. Ihr wisst aber schon, Chat, dass ich dann zu einer Puppe greifen werde dort, ja? Ihr müsst euch vorstellen, dass ich dann eine Puppe... Mit dem Langhals dann! Chat, da gibt's keine Dino-Puppen. Wobei, es ist Japan. Nein, wir filmen das nicht, Chat. Okay, ich bin einverstanden. Okay, Chat, lass uns erstmal angucken. Lass uns erstmal angucken, wie es aussieht. this is such an integral part to this video. We cannot allow failure to happen. Now, you might recall, last time we did a Love Hotel video in Osaka, we actually couldn't get in it, right? Sophie? Because there's a rule in a lot of hotels in Japan, love hotels, that 2 guys can't actually go in. Where's this going? Where's this going? I need to go in with a girl. No, fuck off. No. Can't risk it. My God. I literally can't risk it. That's not gonna. It's gonna work. What the fuck do you have? Why? So, I went to Don Quixote the other day before this trip. That's not. I bought you not gonna a work. few accessories to ensure that we get in, alright? Dive in. You ready? Let's go. Oh my god! Oh shit. This is what you Oh want? shit. That's fucking. That is. Why haven't you put the wig on properly? I have put it on. This is not so much a disguise as a fucking horror show. You can't Oh, walk into a shit. hotel like that. Like, Das ist einfach it's like Chewbacca. something out of fucking Def Leppard. Warum ist das ein Love Hotel? Oh my god. Oh my God. They've spent a lot of money on the exterior. I want to see the interior like live. Stell dir mal vor, wirklich, du pulst dann ein Girl oder ein Boy ab und sagst dir, ey, lass es uns tun. Und du fährst dann mit ihm oder mit ihr dahin nach Jurassic Park. Gizzeraurus. Up to the height. This is the most sensual dinosaur. Look at this. How much? Look at this. There's a crashed Mom! helicopter. Mom, wo bin ich geboren? Oh. Und sieht man es einfach nur so. More excited than Jurassic Park. Oh. We're about to turn. What are we going to call you? Crucilla? Cruella? Clarice. You'll be Clarice. Rizocraptor. Let's get in then, shall we? Rizocraptor. What a serial killer would do with their victims. Put on the costume. We're not going in with. Put on the wig. To be fair, you do almost look like a girl. Oh, mate, I'm built like a freight train. What are you talking about? A derailed freight train. Let's Alright. fucking get in then. Come on. This is fucking awful. Yeah. So remember, use a girl's voice. Your voice is Oh so mein Gott, ey, der hat so ein Damage. Der macht jetzt sogar noch Originalaufnahme wie bei Jurassic Park. Real. used to be like, hi, see Martin. Real. Warning, dinosaur attention. Ready? I guess I'm ready. I don't really. I wonder which is the best room. These two look good. Also so, Chat, so läuft das halt ab. Es gibt einen In- und einen Entrance, einen Exit. Und wenn beim Entrance geht ihr halt zu so einem Table, dann, also habe ich gehört, ich sehe es ja jetzt selbst nur, aber dann bestellt man sich ein Zimmer und du kannst 2 Optionen haben, Rest oder Stay. Rest kostet halt 3.000 bis 5.000 und Stay kostet 7.000 bis 8.000. Stay kannst du die ganze Nacht bleiben und Rest ist wahrscheinlich so 3 Stunden. I'm guessing this is it. This down the way. You're Jeff Goldblum's girlfriend, if anyone else is.
please help me. This strange man has told me to wear this wig. I want to run. Und meistens teilt man sich ja auch zu zweit, I ne? want to run away from him. Or it smells very smoky. Oh, my date for this evening. She's so beautiful. Oh my god. Why have I come here with this? Why is this your fantasy, Chris, huh? This is not my fantasy. This is my nightmare. Oh my. Yo. Ich hab das noch nie gesehen. Holy shit. Boah. Crazy, oder? In Japan sind halt Love Hotels wirklich ein krass großes Ding, weil die japanischen Wohnungen und Häuser nicht so groß sind. Das heißt, meistens hast du dein Zimmer nur mit so einer kleinen, leichten Pappwand zu. Oder du hast eh nur ein kleines Zimmer, wenn überhaupt nur ein eigenes hast. Deswegen, wenn du mal jemanden abpulst, dann ist es halt smarter, das irgendwo anders zu machen, weil du dann wirklich für dich bist. My God. Aber, Jet, jetzt eine wirklich crazy Story. Achtung, das ist wirklich krass. Ich habe wirklich gestaunt, als ich das gehört habe, weil ich nicht gedacht habe, dass es gibt. Es gibt ein Bondage Love Hotel in Tokio. Und das hat mir gestern Zoe erzählt. Man kann dort wirklich krassen Bondage-Shit bezahlen. Du kannst zum Beispiel 180 Euro umgerechnet bezahlen, dass dir jemand deine Hand und deine Finger bricht. Das heißt, wenn du auf den ultimativen Shit stehst, auf den ultimativen Pain, kannst du dort für 180 Euro deine Hand brechen lassen. Legal. Wirklich. Das ist crazy, oder? Und da gibt's da Räume, wo du halt wirklich so Knoten und sowas hast, wo du dich so reinhängen kannst und sowas. Alles. Ey, das ist so crazy, Mann. Das ist so crazy. Aber Selbsthilfe ist illegal, oder was? Ja, Digga, frag mich nicht, Chat. No. Chat, da werde ich auf gar keinen Fall reingehen. Ich stehe nicht auf so Schmerzen. Also so doll. So ein kleiner Slap oder so, klar. Yes, the guy just saw. Are you ready for the sky, sexy life? What? Oh my god. Yo! It's like a disaster alarm. Oh God. Yo! Ey, ich werde da so reingehen, Chat, aber halt allein. Aber ich werde da so reingehen. God. I mean, love hotels put a lot of effort into lighting. I've never seen one where the bed is wrapped in a cage. You know, I'm not sure how I feel about that. Like, Let me out of here. Let me out of here. I will say it's interesting to know. Mach mit Vic that Gage, there is a gambling Nicht mit machine Kanini. in here. Hey Kanini, konnichiwa. So, I would love to visit some dinosaurs with you. Yeah, there's a dinosaur park in Japan where you can see real dinosaurs. I mean, yeah, it looked like a hotel, but basically you can see some dinosaurs in there. What do you say? Why? Could you imagine you have sex with someone and then you're like, hold on, honey. Gamba! Gotta get my money back. I've got to pay for this room real quick. Why would you Digga, du kannst einfach sogar Gamba machen. So obviously at some point during a stay, you're going to be wanting to go to the shower. Is that after you've won all the money on the slot machine? Yeah, you've kind of... I should probably wash my hands, actually. It's kind of gross. Ugh. Oh, that back looks extremely large. Yo, It looks was? like a bloodbath. Look Digga! Is this weird? Wenn ihr in Japan seid, habe ich auch nur gehört, Chat, ne? Habe ich auch nur gehört, wie gesagt. Ich bin Jungfrau. Und wenn man in so ein Love Hotel geht, dann ist es Tradition, dass man sich vorher duscht, bevor man Sex hat. Das heißt, in vielen Fällen ist es so, wir reden jetzt hier vom traditionellen Mann-Frau-Ding, weil in Japan ist es halt üblicher, ist es so, dass das Girl den Boy wäscht. Meistens, um sich schon mal näher zu kommen. Man sieht sich halt so direkt nackt, man steht vor sich, man duscht sich und wenn man dann sauber ist, dann verkehrt man. Machst du in Germany doch auch? Also, ich bin dafür auf jeden Fall, vorm Sex zu duschen, auf jeden Fall. Also, das ist das Beste. Aber es macht man jetzt nicht als Tradition. Also, es ist halt jedem selbst überlassen. Ich glaube auch, dass die wenigsten das machen. Aber so direkt davor, das ist halt so eine Tradition. This is weird. Wait, yeah, this has room for 3 people, which pretty progressive, pretty nice to see. This is huge. This is a massive shower area. This is really nice.
I'm buying back the fucking seat either. Well, you can. You will. You will. I'm not Wie in Harem in the Worlds of Another World. Genau, Käsetoast. Wie in Harem in the Universe. Get some shut eye. Yeah, thanks, man. Thank. Oh. Oh no! Yeah, I mean, honestly, not gonna lie, it's kind of disappointing. Where's the Jeff Goldblum blow-up doll? After all the hype with the entrance and how insane that was, coming to this feels kind of tame. Mit Schnitzel, danke für 18 Monate. Vielen, vielen Dank. No. Can I put it in the trash? Du hast die Erfahrung auch nur aus dem einem Badehaus, oder? Nee, ich hab selber keine Erfahrung, ich schwör's. How much we owe. Ich hab einfach noch viel Wissen. An astonishing. Mit Schnitzel, danke für 18, wie viel Mann. Yeah, $50. Bit pricey. Harem-Anime war so gottlos, ist der auch. Der ist auch so gottlos. And this is something I've never seen before. We got to pay the fee. Usually they have like a machine. Ihr seht das hier, Chat. Ihr seht es hier. Privacy wird in Love Hotels sehr groß geschrieben. Deswegen können die auch die ganze Zeit filmen. Es gibt dort keine Cams und die Mitarbeiter sehen dich nicht und du siehst sie nicht. Du bezahlst sie sogar an einem Automaten, damit du wieder rauskommst. Also, es gibt sogar Love Hotels, wo man in getrennten Eingängen reingeht. Das heißt, du siehst nicht mal, wer zusammenkommt und wer zusammengeht. Da ist es sehr, sehr private. Yeah, vending machine, right? Hab ich gehört, ja. Oh, Chat. You put the money in here, press the button, it shoots off. Like something out of a 1980s movie, and that's how this works. So, right now, as in every Love Hotel, you get locked in the room, right, until you pay. It's quite claustrophobic and scary. So, providing the vacuum tube goes all right to the cashier person, the door should, like, unlock at some point. Have you ever seen this before? No. You seem like this is normal. This is so old and dusty. Like, I don't really. All right. Give them the money. We're getting the fuck out of here. Look at that. That's asbestos. This is, I can't believe this. This is some badass technology. Is it just like Jurassic Park? Did they have this in Jurassic Park? No. No, they did they? Alright. Lift up. Put the vacuum tube in. Close the vacuum tube. You ready? You ready for the money shot? Here we go. 3, 2, 1. Jo, okay, das ist schon cool. And we've just paid for the Love Hotel. You know, I first heard about this Love Hotel, it must have been 6 or 7 years ago when I did my first video on Love Hotel. So I've always wanted to come here. Let's face it, it's fairly disappointing. I mean, you can't lie, the animatronics in the front are pretty cool, but that's kind of weird. Yeah. All the stuff coming in was pretty epic, but the room itself was pretty standard and a little bit underwhelming, a bit like the recent Jurassic Park movies themselves. The Jurassic, all show and no filler. Do you reckon like people come here and reenact scenes from Jurassic Park? Like, oh, clever girl. And honestly, the place was staying. Holy shit, das war ein richtig, richtig gutes Video, Alter. Das war mein erstes Video von Abroad in Japan, glaube ich. Oder das zweite. Und das war ein richtig gutes Video. Props. Ich fand das echt gut gemacht.